Hallo ihr Lieben, es ist bald Bayram, auch Opferfest genannt, und zu all den Baklava-Varianten auf meinem Kanal gesellt sich heute eine mit Kokos. Wir brauchen Kokos, Joghurt, Öl, Zucker, Grieß, Eier und Backpulver. Und natürlich Yufka-Teig, idealerweise einen für Baklava. Ich verwende seit Jahren am liebsten Yummy Yufka-Teig. Das ist so eine 450 Gramm Packung mit 12 Blättern und das ist die ideale Menge für dieses Rezept. Hier in Österreich findet ihr diese Marke in einigen großen Supermärkten, wie zum Beispiel bei Interspar. Ein kleiner Tipp am Rande, Yufka-Teig kann man wunderbar einfrieren. Ich nehme ihn immer am Vorabend aus dem Gefrierschrank, lege ihn in den Kühlschrank und am nächsten Tag sind die Blätter aufgetaut und ich kann das Essen zubereiten. Für den Sirup brauchen wir Zucker, Wasser und 2 Zitronenscheiben und diesen bereiten wir jetzt als erstes zu, denn der muss auskühlen. Vermischt Zucker und Wasser in einem Topf und kocht sie auf. Wenn es so schön blubbert, schaltet ihr die Hitze auf Stufe 7 von 9 herunter, also nicht ganz so stark, damit der Sirup nicht überall herumspritzt, und kocht den Sirup ohne Deckel ungefähr 10 Minuten lang. Nach dieser Zeit legt ihr die 2 Zitronenscheiben hinein, nehmt den Topf von der Kochstelle und lasst den Sirup vollständig auskühlen. Für die Füllung gebt ihr die Eier und den Zucker in eine Rührschüssel und mixt diese so lange, bis sie hell, gelb und schaumig sind. Wenn das Ganze so aussieht, schön hellgelb und voluminös ist, folgt das Joghurt, Weizengrieß, Backpulver, die Kokosraspeln, und zum Schluss noch das Öl. Nehmt die Blätter aus der Verpackung und legt sie auf ein sauberes Küchentuch. Bereitet ein Backblech dieser Größe vor und befettet es mit etwas Öl. Von dem Blätterstapel entnehmt ihr jetzt 2 ganze Blätter, diese legt ihr auf die Seite, denn die machen dann später die oberste Schicht aus. Ich nehme mir dann immer so ein zusätzliches Küchentuch, befeuchte das ein bisschen mit Wasser und lege dieses über die Blätter drüber, damit sie mir bei der Zubereitung nicht austrocknen. Auf dem Boden der Backform kommt jetzt das erste Blatt. Dieses ist allerdings zu groß, darum zupfe ich es in der Mitte auseinander und lege die erste Hälfte so hinein und die zweite leicht überlappend. Das macht jetzt quasi die erste Schicht. Es folgt auch gleich das zweite Blatt, ebenfalls halbiert und überlappend draufgelegt. Auf dieser zweiten Schicht verteilt ihr jetzt ungefähr 3 bis 4 Esslöffel von der Füllung und verstreicht diese am besten mit einem Pinsel. Es folgt das zweite Blatt, wiederum halbiert, überlappend aufeinandergelegt und dann wiederum 3 bis 4 Esslöffel von der Füllung. Und auf diese Weise macht ihr weiter, bis ihr alle Blätter und die gesamte Füllung verbraucht habt. Ganz oben folgen die 2 Blätter, die ihr zu Beginn auf die Seite gelegt habt, und da mache ich es einfach so, dass ich diese ein bisschen befeuchte, weil ich mir dann mit dem Schneiden einfach ein bisschen leichter tue. Anschließend schneidet ihr die Baklava mit einem dünnen und scharfen Messer in ungefähr 4 cm große Quadrate. Seid beim Schneiden ein bisschen vorsichtig, damit ihr die obersten Blätter nicht verschiebt. Dieser Schritt ist ein bisschen tricky, ich gebe es zu, aber ihr schafft es schon.
Bestreicht jedes Quadrat mit ein bisschen Öl und gebt die Backform in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Heißluft oder 200 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 40 bis 45 Minuten. Wundert euch jetzt nicht über die Farbe, denn diese Baklava-Variante bleibt oben meistens hell. Wichtig ist, dass ihr sie, sobald ihr sie aus dem Ofen genommen habt, einmal an allen Ecken und Stellen einschneidet und erst dann mit dem kalten Sirup übergießt. Beachtet also, Baklava ist heiß, Sirup ist kalt. Lasst den Sirup jetzt vollständig einziehen und das Ganze auch vollständig auskühlen. Ich stelle sie dann immer für 2 bis 3 Stunden noch in den Kühlschrank, am besten natürlich über Nacht und ja, dann dürft ihr servieren. Ich liebe diese Variante einfach, weil sie weniger süß ist als die klassische Baklava, wegen der Zutaten wie Grieß und Joghurt, und sie ist einfach in der Zubereitung. Außerdem hält sie sich locker eine Woche im Kühlschrank, ohne an Qualität zu verlieren. Ich hoffe wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat, und wenn das der Fall ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und das Glöckchen drückt, denn so bekommt ihr Benachrichtigungen zu meinen zukünftigen Videos. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.